literarische Wunder präsentiert. Willkommen in Oz! Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise durch das magische Land des Zauberers von Oz und teilen 10 faszinierende Kuriositäten über das berühmte Buch und seinen Schöpfer, L. Frank Baum. Macht euch bereit für eine wundersame Entdeckungstour. Obwohl der Zauberer von Oz heute als Teil einer langen Buchreihe bekannt ist, war es ursprünglich als einzelnes Buch gedacht. Nach dem großen Erfolg des ersten Buches forderten Baums junge Leser jedoch so sehr eine Fortsetzung, dass er insgesamt 14 Oz-Bücher schrieb. L. Frank Baum wollte mit Der Zauberer von Oz ein modernes amerikanisches Märchen schaffen. Er liebte klassische europäische Märchen wie die der Brüder Grimm, fand aber, dass sie oft zu düster und brutal waren. Baum wollte eine fröhlichere, optimistischere Geschichte schaffen, die den Geist Amerikas widerspiegelt und die Kinder zum Träumen anregt. Dorothy ist eine der ersten Heldinnen der Kinderliteratur, die mutig, selbstbewusst und unabhängig ist. Im Gegensatz zu den passiven Prinzessinnen der alten Märchen nimmt Dorothy ihr Schicksal selbst in die Hand und geht aktiv auf die Suche nach dem Weg nach Hause. Sie symbolisiert den Aufbruch in eine neue, moderne Welt. In der ursprünglichen Geschichte trug Dorothy keine roten Schuhe, sondern silberne. Die roten Schuhe wurden erst in der berühmten Verfilmung von 1939 eingeführt, um besser zur Technicolor-Technik zu passen. Die silbernen Schuhe aus dem Buch sollten eine symbolische Bedeutung haben und wurden als Teil eines Kommentars zum Goldstandard in den USA interpretiert. Viele Literaturwissenschaftler glauben, dass Der Zauberer von Oz politische und wirtschaftliche Themen der damaligen Zeit behandelt. So wird die gelbe Straße als Symbol für den Goldstandard und Dorothys silberne Schuhe als Symbol für die Debatte um die Einführung von Silber als Währung gesehen. Der Zauberer selbst könnte eine Metapher für die Politiker und Mächtigen der damaligen Zeit sein, die oft als Schwindler wahrgenommen wurden. Schon kurz nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1900 wurde Der Zauberer von Oz ein riesiger Erfolg. Es verkaufte sich innerhalb von 2 Jahren über 90.000 Mal, eine beeindruckende Zahl für die damalige Zeit. Bis heute wurden weltweit Millionen von Exemplaren verkauft und das Buch wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Der Zauberer von Oz wurde unzählige Male adaptiert, in Theaterstücken, Musicals, Zeichentrickfilmen und natürlich in der berühmten Verfilmung von 1939 mit Judy Garland als Dorothy. Auch moderne Adaptionen wie das Musical Wicked, das die Geschichte aus der Perspektive der bösen Hexe erzählt, erfreuen sich großer Beliebtheit. L. Frank Baum erschuf mit Oz eine der ersten vollständig ausgearbeiteten Fantasy-Welten. Mit verschiedenen Königreichen, seltsamen Wesen und magischen Orten ist Oz eine Welt, die sich mit anderen berühmten Fantasiewelten wie Mittelerde oder Narnia messen kann. Baum schuf sogar detaillierte Karten und Geschichten für die verschiedenen Bewohner von Oz. Neben seiner Schriftstellerei war Baum ein erfinderischer Geschäftsmann. Er entwickelte frühe Film- und Bühnenproduktionen seiner Oz-Geschichten und erfand sogar eigene Spielzeuge und Merchandising-Artikel. Baum hatte immer ein Auge auf die neuesten Technologien und versuchte seine Geschichten in verschiedene Medien zu übertragen. Der Zauberer von Oz bleibt auch über 100 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung lebendig. Es gibt zahlreiche Oz-Fanclubs und sogar Oz-Festivals, auf denen Fans die Welt von Oz feiern. Die Geschichte von Dorothy, dem Zauberer und ihren Freunden ist zu einem festen Bestandteil der Popkultur geworden und inspiriert auch heute noch Generationen von Lesern und Filmemachern. Das waren 10 spannende Kuriositäten über Der Zauberer von Oz. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal für noch mehr magische Geschichten und Fakten. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht, es gibt keinen Ort wie zu Hause. Bis zum nächsten Mal.